Willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video geht es noch einmal explizit um den Testmodus pro Komponente, also wie ich einzelne Komponenten im Workflow testen kann. Ihr habt das in den vorhergehenden Videos schon gesehen. Im Endeffekt hat jede Komponente hier in der Komponentenkonfiguration den gleichen Aufbau. Links findet man das Konfigurationsformular und rechts findet man den Eingabe- und den Ausgabebereich. Der Eingabebereich stellt die verfügbaren Komponenten dar, die verfügbaren Variablen dar, die in der jeweiligen Komponente genutzt werden können. Und der Ausgabebereich zeigt eben das Testergebnis an, also welche Daten am Ausgang der Variable sozusagen zur Verfügung stehen in der jeweils definierten Output-Variable. In meinem Test-Workflow habe ich das Ganze schon mal gemacht. Das heißt, hier gebe ich in meine API-Komponente, in mein Sales Order View, gebe ich eine ID hinein. Die ID bekommt hier von mir einen Testwert, den Testwert 1. Ihr seht also, ich kann beliebig entsprechend hier für Variablen Testwerte setzen und mit diesen Testwerten testen. Und jetzt mache ich genau das. Ich teste also jetzt Sales Order View mit der ID 1, die hier entsprechend hineingegeben wurde. Und dann seht ihr, dass ich ein sinnvolles Ergebnis bekomme und dieses Ergebnis kann ich dann weiterverwenden. Ich könnte jetzt aber auch hingehen und sagen, hier gebe ich zum Beispiel diese Variable Name hinein. Das teste ich dann. Und jetzt steht hier, folgende Variablen haben keinen Wert und können gemockt werden. Name. Das bedeutet, Name, und man sieht das, hier hat aktuell keinen Wert. Ja, diese Variable kommt eigentlich hier oben aus dem Event-Trigger. Dieser Event-Trigger ist aber noch nicht gelaufen. Wir sind ja noch in der Entwicklungsphase. Dementsprechend ist Name leer. Und ich versuche also hier sozusagen einen leeren Wert hineinzugeben, was natürlich nicht funktionieren kann. Und jetzt kann ich entweder direkt hier in der Ausgabe oder auch hier oben kann ich hier einen Namen hineingeben, Testname zum Beispiel. Das wird dann hier entsprechend übernommen. Und jetzt teste ich das Ganze und dann kommt ein Ergebnis. In diesem Fall kommt ein Fehler, weil ich versuche hier in ein ID-Feld einen Testname zu übergeben. Das kann natürlich nicht funktionieren, deswegen korrigiere ich das wieder, gebe hier wieder die ID rein, teste das und kriege hier ein entsprechendes Ergebnis. Und das ist auch die Empfehlung, wie ich mich jetzt Stück für Stück durch meinen Workflow, wenn ich einen Workflow baue, durchtesten kann. Ich kann immer wirklich Komponente für Komponente testen, Inhalt, Content in die Komponente hineingeben, testen, den Output kontrollieren und wenn der Output ist, wie ich mir das vorstelle, dann gehe ich zur neuen Komponente. Und das funktioniert eigentlich für alle Arten von Komponenten, manchmal aber ein bisschen unterschiedlich in der Darstellung des Ergebnisses. Hier unsere Central API-Komponente, die hat einen wirklichen Payload als Output und dieser Payload wird hier als Schema strukturiert angezeigt. Unsere Log-Komponente wiederum generiert eine Nachricht und wenn ich das entsprechend mache und hier auch die richtige Informationen reingebe, zum Beispiel hier mein Data, dann bekomme ich hier im Sales Order View auch mein Ergebnis als Payload angezeigt. Und wenn ich jetzt den Workflow ausführe, das mache ich gleich, dann bekomme ich also eine Log-Nachricht, die heißt meine Sales Order und in meine Sales Order steht hier auch das richtige Ergebnis drin. Und dann gibt es natürlich noch andere Komponenten. Zum Beispiel kann ich das Ganze mal zeigen für eine Verzweigung. Ich baue also hier mal eine Verzweigung um meinen Test-Workflow ein. Und meine Verzweigung, dort gebe ich einen Wert hinein. Und zwar sage ich, wenn in meiner Sales Order der Editor ist gleich Administrator. Das ist der Wert, der hier tatsächlich drin steht. Dann dann ist die Bedingung sozusagen true, ist Admin, nenne ich diese Verzweigung und ansonsten springt er in den anderen Zweig. Und auch das kann ich testen und dann sieht man auch hier das Ergebnis. In diesem Fall gewinnt sonstige sozusagen. Das liegt daran, dass ich mich hier vertippt habe. Administrator, so müsste es klappen. Und wenn ich jetzt teste, dann sieht man, dass das Ergebnis umspringt und jetzt würde er also im Weiteren in diesen Zweig hier einspringen. Ja, das heißt, das Testergebnis in Ausgabe ist nicht immer ein JSON-Payload oder so, sondern kann auch eben das Ergebnis einer Verzweigung beispielsweise sein.
Das ist also der Testmodus für einzelne Komponenten. Und im nächsten Video geht es dann nochmal weiter mit dem Testmodus für den gesamten Workflow.